Da. Florian. Da kommt zu meinem Geburtstag. Du gehst lebenslänglich in den Knast. Du wirst sitzen. Und zwar für mich, für deinen Komplizen und für Boy. Du hast Cleo vergessen. Wir suchen Ihren Sohn Florian. Er hat sich unerlaubt von der Truppe entfernt. Sie damit andeuten, mein Sohn sei desertiert? Nun, Soldat Brandner hat sich eigenmächtig aus der Kaserne entfernt. Oh Gott, vielleicht hat er blau gemacht oder so etwas. Kommt doch Ihr ruhig. Sohn hat einigen Kameraden gegenüber geäußert, dass sein, ich zitiere, Aufenthalt in diesem Scheißladen damit beendet ist. Kann er nicht schöne Worte finden? Wir befinden uns nicht im Krieg. Wozu dieser Aufstand? Das ist kein Aufstand, wir tun unsere Pflicht. Ihre Pflicht. Natürlich. Haben Sie etwas dagegen, dass wir uns hier ein wenig umsehen? Und ob? Wenn Sie wollen, kommen wir eben mit der Polizei und einer richterlichen Anordnung wieder. Arno, Florian ist nicht hier. Lass die Herren sich davon überzeugen, dann ist doch alles in Ordnung, oder? Ja, bitte. Danke. Hallo Schätzchen. Hallo. Oh, klingt aber nicht besonders lustig. Ist was? Ich fürchte, es ist alles etwas anders gelaufen als geplant. Wovon redest du? Boyle hat gequatscht. Ja, er hat Tanja alles verraten. Unseren Plan, dass ich mein Gedächtnis wieder habe. Alles. Aber das verstehe ich nicht. Wieso hat er das gemacht? Weil er ein Idiot ist. Oder besser, weil er es war. Na, was soll's. Das ist das letzte Mal, dass er sich verplappert hat. Was willst du damit sagen? Tanja hat Boyle umgebracht. Lieschen, was machst du denn hier? Meinen großen Bruder besuchen. Hi Lisa, magst du auch einen O-Saft mit Eis? Oh, gerne. Also, setz dich. Was führt dich nach Düsseldorf? Gute Neuigkeiten. Ich habe doch tatsächlich jemanden gefunden, der interessiert ist, als Teilhaber einzusteigen. Heiner Kornmann. Du wirst ihn morgen Abend kennenlernen. Du weißt Vater von dem Treffen. Noch nicht, jetzt steigst du erst mal mit ein. Gab es eigentlich schon Vorverhandlungen oder siehst du ihn nur auch zum ersten Mal? Bisher haben wir nur telefoniert. Kornmann hat mir so ganz allgemein erzählt, wie er sich unsere Zusammenarbeit vorstellt. Und ich habe ihm für morgen ein Sanierungskonzept versprochen. Kann man davon schon was sehen? Klar, es ist fertig. Ja, das sieht gut aus. So, ich muss jetzt wieder. Aber du bist doch gerade erst gekommen. Tut mir leid, ich muss wieder ins Büro. Schade. Aber danke, dass du hier warst. Ich dachte, die Neuigkeiten interessieren euch vielleicht. Das kann man wohl sagen. Tschüss, Bruder. Tschüss. Vielen Dank für Ihre Kooperationsbereitschaft. Sollte Ihr Sohn doch noch auftauchen oder sollte er sich bei Ihnen melden, dann verständigen Sie uns bitte umgehend. Auf Wiedersehen. 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 Oh, Entschuldigung. Komme ich ungelegen? Nein, nein, Christoph, komm bitte rein. Na gut. Also dann, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Oh, ich danke dir. Danke. Sag mal, diese Feldjäger, wollten die dir eben einen Salut zum Geburtstag schießen, oder was? Nein. Wir wollten Florian verhaften. Verhaften? Ja, er hat so etwas wie Fahnenflucht begangen. Das behaupten die.
Das ist allerdings ein sehr schwerer Vorwurf. Ja, aber noch ist nichts bewiesen, ja? Weißt du denn, wo er steckt? Nein. Bitte nicht. Danke. Aber wenn ich es wüsste, ich würde ihn mir ordentlich zur Brust nehmen. Ich verstehe einfach nicht, wieso er alles hinschmeißt. Wenn man etwas angefangen hat, dann muss man das zu Ende bringen, egal ob es einem schmeckt oder nicht. Wir wissen ja gar nicht, was da alles vorgefallen ist. Wer weiß, was die mit ihm gemacht haben. Man kann sich beschweren. Heutzutage muss man Schikane nicht mehr ertragen. Es gibt keinen Grund, einfach davon zu laufen. Entschuldige. Ist ein Kaffee? Ja, gern. Clarissa, Tanja hat einen Menschen umgebracht. Ich weiß. Nur war es diesmal der Falsche. Ach, du bist geschmacklos. Ach, ich bin Realist. Oder weißt du, wer außer Boll gegen Tanja aussagen kann? Nein. Und das interessiert mich im Augenblick auch nicht. Der arme Carsten. Ich habe ihn da hineingezogen. Ja, wenn ich nicht gewesen wäre, wäre er noch am Leben. Und du hast genauso Schuld. Ja, jetzt reicht's mir aber. Du tust ja gerade so, als hätte ich Boyle umgebracht. Vergiss nicht, es war Tanja. Also halte mir ja keine Predigt. Ich bin in der ganzen Angelegenheit das Opfer. Ich bin diejenige, die entführt worden ist. Dieses Miststück, Tanja. Sie wird mir auch für alles büßen. Das meine ich aber auch. Jetzt ist sie dran. Was gibt's? Es gibt ein Konzept. Ich habe es mal durchgearbeitet und ja, ein paar Sachen gefunden, die so nicht ganz stimmen. Aha. Was denn? Hier zum Beispiel. Du kannst der Investitionssumme nicht in Euro zugrunde legen. Stimmt. Dann ist die ganze Rechnung falsch. Okay, sobald ich hier fertig bin, setze ich mich dran. Kann ja Konman schlecht falsche Zahlen vorlegen. Sonst noch was? Ja, die Lagerkapazität stimmt auch nicht. Du hast die Halle am Waldweg vergessen. Die nutzen wir doch seit Jahren nicht mehr. Das Dach ist total morsch. Ja, aber sie gehört nun mal dazu. Okay, ich werde sie mit einrechnen. Oder könntest du das machen? Ja, okay. Ich setze mich gleich ran, wenn ich nach Hause komme. Und ja, du kannst ja morgen früh vorbeikommen, holst es dir ab und dann liest es noch mal tagsüber gegen. Klingt gut. Ja? Hier ist meine Fassung. Okay. Bis morgen. Ciao, danke. Warum meldet sich Florian nicht? Er muss doch wissen, dass wir hier wie auf Kohlen sitzen. Ja, vielleicht haben die Feldjäger ihn irgendwo aufgegriffen. Dann hätten sie euch längst Bescheid gesagt. Außerdem würde sich Florian nie von solchen Typen schnappen lassen. Genau. Das sind doch nur Witzfiguren, die Soldat spielen wollen. Das Ganze ist nicht komisch. Stand auf der Karte, wann er ankommen wollte? Nein. Keine Sorge, der Abend ist noch lang. Ich glaube jedenfalls nicht, dass Florian hier auftaucht. Der wird sich doch auch denken können, dass die ihn hier zuerst suchen. Gut kombiniert. Danke. Aber findet ihr nicht, dass der ganze Aufwand ein bisschen übertrieben ist? Ja, vielleicht hat er ja einen Panzer geklaut und ist damit durch den Drive-In gefahren. Jedenfalls finde ich es schon komisch, dass sie ihm den Urlaub nicht bewilligt haben. Genau. Das finde ich auch irgendwie seltsam. Soviel ich weiß, ist er am Anfang mit dem Urlaub nicht so sehr rosig. Aber bitte, Christoph. Arno ist sein Vater und immerhin hat er nur einmal im Jahr Geburtstag. Also sollten wir ein bisschen herumtelefonieren. Wenn er was ausgefressen hat, wäre es besser, wir wüssten es. Aber wo könnte er sein? Vielleicht bei Anna und Paul in Münster. Leg dich wieder hin, Schatz. Ich komme auch gleich ins Bett. Oh, das lohnt wohl nicht mehr. Es ist schon morgen. Das habe ich gar nicht gemerkt. Na sowas. Möchtest du einen Kaffee? Gern. Geh schon. Lisa. Hi. Guten Morgen. Und fertig? Klar, schon lange. Guten Morgen, Lisa. Möchtest du auch einen Kaffee? Ah, danke, ich muss gleich wieder weg. Hier, die Korrekturen.
Du hast es komplett umgeschrieben. Ja, basierend auf deiner Grundlage. Davon war aber nie die Rede. Ich weiß, aber als ich tiefer eingestiegen bin, da sind mir noch ein paar andere Sachen aufgefallen. Ein paar Sachen? Das sieht komplett anders aus. Nein, tut es nicht. Deine ganzen Ideen sind alle noch drin. Ich habe sie nur ein bisschen umgeschrieben. Ich habe doch nicht auch Spaß am Ändern gemacht. Lisa, glaub mir, der Kormann wird begeistert sein. Okay. Ich habe heute viel zu tun. Sobald ich eine freie Minute habe, lese ich es mir durch. Und wenn es mir nicht gefällt, dann legen wir Kornmann Mainz auf den Tisch. Ja, einverstanden. Aber ich bin sicher, du wirst begeistert sein. Du wirst sehen. Bei dem Konzept, da kann der Kornmann nicht Nein sagen. Du meinst bei deinem Konzept? Und Sie glauben wirklich, dass Florian sich in seiner alten Schule versteckt? Also bei Anna und Paul ist er jedenfalls nicht. Und irgendwo muss er sein. Und vielleicht wissen ja seine alten Freunde etwas nicht. Die Wahrscheinlichkeit ist nicht sehr groß, aber irgendwas müssen wir tun. Na dann viel Glück. Oh, hallo, ich wollte gerade. Charlie. Morgen? Ja, komm rein. Wie du siehst, sind wir gerade im Aufbruch. Ja, ich wollte eigentlich auch zu Frank wegen der Kneipe. Du kennst dich aus. Hallo Frank. Es tut mir leid. Ich weiß, dass wir Cleos Ruhe nicht hätten stören dürfen, aber wir mussten es tun. Ich kann dich verstehen. Und es tut mir wirklich leid. Trotzdem solltest du hören, was ich dir zu sagen habe. Es geht nämlich um Cleo und um dieses Videoband. Ich muss unbedingt Tim erreichen, um mit ihm darüber zu sprechen. Vergessen Sie es. Tim denkt genauso wie ich. Auch wenn er erfährt, dass Cleo in Wirklichkeit ermordet wurde? Schlaf schön. Ja, hallo? Wem gehört das denn? Vermutlich Lisa. Du willst doch nicht rangehen. Doch, natürlich. Das ist was Wichtiges. Außer ich bin ihr Bruder, also. Ja, von Dalmok Talbach. Herr Kornmann. Ja, ich kann es versuchen, aber sie hat ihr Handy gerade nicht dabei. Oh, verstehe. Wenn Sie wollen, dann können Sie sich auch mit mir treffen. Mhm. Ja, so in einer Stunde? Gut. Ja, Sie wissen, wo ich wohne. Prima. Bis gleich. Wiederhören. Zum Glück bin ich dran gegangen. Das war Kornmann, der kann heute Abend nicht. Und deswegen treffen wir uns jetzt hier in einer Stunde. Tja, und Lisa? Wenn du mir verrätst, wie ich sie erreichen kann? Ja, vermutlich ist sie in dieser Firma. Du weißt schon, für die sie gerade arbeitet. Ich habe den Namen vergessen. Lisas Sekretärin weiß ihn sicher. Willst du das Treffen nicht einfach auf nächste Woche verschieben? Kornmann bestand drauf. Keiner da. Trotzdem finde ich das nicht okay. Ja, erst schmeißt du Lisas Konzept total über den Haufen und dann triffst du dich auch noch ohne sie mit ihrem Interessenten. Hey, hier geht's ja nicht um ihr oder um mein. Hier geht es um Deinburg Mineralbrunnen. Und um unsere Zukunft. Tanja eine Mörderin? Ziemlich abgefahrene Story, finden Sie nicht auch? Frank, es passt alles zusammen. Tanja hat Clarissa entführen lassen, um an ihre Firmen ranzukommen. Und als Clarissa Leonard auf die Spur kam, hat Tanja ihn beseitigt. Ja, das klingt ja auch alles ganz logisch soweit. Ja, auch, dass sie diesen Boyle umgebracht hat. Aber Cleo? Die wusste doch von nichts. Auf den ersten Blick vielleicht. Aber was, wenn Cleo etwas über den Mord an Leonard erfahren hat? Wie denn? Cleo glaubte, dass Tanja und Tim wieder ein Verhältnis miteinander haben. Vielleicht ist sie Tanja ins Hotel gefolgt, in der Annahme, dass die beiden sich dort treffen. Ach bitte, vielleicht wäre, hätte, könnte. Fakt ist jedenfalls, dass Tanja Clarissa gegenüber den Mord an Cleo gestanden hat. Das behauptet Clarissa. Warum sollte sie lügen? Aus dem gleichen Grund, aus dem sie vorgegeben hat, dass sie sich an nichts erinnern kann. Um über Tim an das Video ranzukommen. Der Verdacht liegt natürlich nah. Aber so
Wie es richtig ist, was Clarissa über den Mord an Carsten gesagt hat, müssen wir ja auch bei Cleo vertrauen. Ich muss gar nichts. Du willst, dass Tanja ungeschoren davonkommt? Liefern Sie mir nur einen einzigen Beweis dafür, dass Ihre Geschichte nicht erfunden ist. Dann helfe ich Ihnen. Es gibt keinen. Dann ist hiermit Ihre Märchenstunde beendet. Auf Nimmerwiedersehen. Gute Arbeit. Danke. Bis auf die Kleinigkeit, dass sich den Absatzmarkt nicht auf Deutschland beschränken will. Schon mal was vom Europäischen Haus gehört? Da gehört in jedes Zimmer ein Deinburger. Ja, aber das kostet einiges. Wenn ich in einen Betrieb investiere, dann unter der Devise nicht kleckern, sondern klotzen. Ganz wie Sie meinen. Wir müssten allerdings sowohl die Lager- wie auch die Produktionskapazität steigern. Das hätte wiederum zur Folge, dass die noch freie Fläche bebaut werden müsste. Also, das ist kein Problem. Wir unterliegen keinen behördlichen Einschränkungen. Gut. Dann steht unserem Vertrag eigentlich nichts mehr im Wege. Mit Ausnahme der Frage, zu wie viel Prozent wollen Sie sich beteiligen an unserem Betrieb? 51%. Und dann hat Frank gesagt, dass er ohne Beweise nichts gegen Tanja unternehmen wird. Das hat er gesagt? Ja. Was gibt's denn da zu grinsen? Ich stelle mir nur gerade dein Gesicht vor, als sich dieser kleine Asoziale vor die Tür gesetzt hat. Haha. Sag mir lieber, was wir jetzt machen sollen. Abwarten und Champagner trinken. Machst du uns eine Flasche auf? Ich sage dir, dass wir gegen Tanja nichts in der Hand haben. Und du hast Champagner im Kopf? Überleg doch mal. Frank hat gesagt, dass er uns nur helfen will, wenn es einen Beweis gibt, dass Tanja Cleo ermordet hat. Das heißt doch im Klartext, dass er es nicht für ausgeschlossen hält. Selbst wenn, es gibt keine Beweise. Ach, die brauchen wir auch nicht. Solange Frank weiterhin nach Plan reagiert. Geht's dir nicht gut? Oh, Patrick. Nein, alles in Ordnung. Sag mal, hast du dir eigentlich schon mal überlegt, dass Cleo vielleicht gar nicht Selbstmord begangen hat? Er sollte sie ermorden. Wieso fragst du? Naja, man macht sich halt so seine Gedanken. Niklas, gibst du mir mal bitte Papier und Stift? Bitte schön. Danke. Hallo Tim. Charlie Schneider war bei mir und hat behauptet, Tanja hätte Cleo und noch 2 andere umgebracht. Irgendwie passt das sogar zusammen. Andererseits, Charlie Schneider hätte das Ganze auch nur erfinden können, weil sie an das Video rankommt. Ich weiß echt nicht weiter. Bitte melde dich bald, weil wenn Charlie recht hat, dann darf Tanja nicht ungestraft davonkommen. Begreifst du das? Nee. Florian ist und bleibt wie vom Erdboden verschluckt. Vielleicht hat er angerufen, als wir in seiner alten Schule waren. Auf dem Anrufbeantworter ist nichts. Brandner? Hallo Papa, ich bin's.
Florian, geht es dir gut? Ja. Gott sei Dank. Du, tut mir leid, dass ich gestern nicht kommen konnte. Mir ist was dazwischen gekommen. Aber trotzdem, herzlichen Glückwunsch nachträglich zum Geburtstag. Wie war denn die Feier? Sehr schön. Es waren sogar 2 Feldjäger da. Was hast du dir eigentlich dabei gedacht, abzuhauen? Es war deine Entscheidung, zum Bund zu gehen. Also dann steh auch dazu. Aber... Nein. Du kommst nach Hause und dann... Florian! Vergiss es einfach. Lasst den Kopf nicht hängen. Früher oder später findet ihr bestimmt jemanden, der zu euren Bedingungen in die Firma einsteigen will. Tja, wenn es dann mal nicht zu spät ist. Und letztendlich geht es dabei auch um uns. Aber so gut Kormans Angebot auch war, ich konnte unmöglich zustimmen. Und was ist mit Lisa? Sie wird genauso drüber denken. 5 Millionen sind eine Menge Geld. Besonders wenn man bedenkt, dass Konman bei der Übernahme ja auch noch die Schulden bezahlen müsste. Das ist ja auch genau der Punkt. Die Übernahme. Dich stören die 51%. Aber dafür wird der Firmenname beibehalten. Außerdem soll keiner seinen Arbeitsplatz verlieren. Das klingt doch okay, oder? Das ist ja alles schön und gut. Aber letztendlich wäre die Firma nicht mehr im Familienbesitz. Und das werde ich nie zulassen. Also ich kann ja verstehen, warum Florian aufgelegt hat. Du meinst also, ich hab's wieder mal verbockt, ja? Siehst es wenigstens ein. Mir sind einfach die Nerven durchgegangen. Wer weiß, was er noch für Dummheiten anstellt. Ach komm, jetzt mal doch den Teufel nicht an die Wand. Florian ist trotz allem ein vernünftiger Junge. Ja, dieser vernünftige Junge befindet sich auf der Flucht. Wie oft sind wir schon vor unseren Problemen weggelaufen? Unsere Probleme. Erika, hier geht es um seine Zukunft. Es ist sehr gut möglich, dass er wegen Fahnenflucht verurteilt wird. Und dann gilt er als vorbestraft. Was das heißt, brauche ich dir nicht zu sagen, oder? Du hast abgelehnt? Ja, was soll ich denn machen? Ihm die Firma überlassen? Zur Not ja. Ein Verkauf ist immer noch besser als Konkurs anzumelden. Zumal es sich um einen sehr fairen Vertrag handelt. Weinburg Mineralbrunnen ist seit Generationen Familienbesitz. Familienbesitz? Dir ist doch vollkommen egal, was aus der Familie wird. Alles, was dich interessiert, ist, wie du dich als Retter des Unternehmens profilieren kannst. Um bei Vater Eindruck zu schinden. Das war doch schon immer so. Aber Lisa, das ist doch alles... Nix, Lisa! Immer hast du dich in den Vordergrund gedrängelt. Immer hast du mich ausgebotet. Genau das Gefühl hatte ich heute Morgen, als du mir das Konzept gegeben hast. Dein Konzept. Meins war ja mal wieder nicht gut genug. Ist ja nie gut genug, was ich mache. Jetzt beruhig dich. Oh nein, ich werde mich nicht beruhigen. Nie wieder werde ich mir von dir reinreden lassen. Und damit du klar siehst, lass deine Finger aus den Familiengeschäften. Das ist meine Aufgabe. Und du, Jessica, du tust mir jetzt schon leid.